Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, herzlich willkommen in meiner kreativen Welt und zu einer weiteren Weihnachtskarte. Ein Wunsch von euch war ein Rentierkopf oder ein Rentier. Ich mache jetzt heute nur den Kopf und zwar mache ich das gleich auf dem Aquarellpapier, weil das wirklich so easy einfach ist. Das kriegt ihr auch hin. Wir starten ganz leicht einfach mit der Nase von dem Rentier. Ich möchte hier das Geweih nachher hinbauen und von dem Geweih soll was runterbaumeln. Und jetzt male ich hier mal einfach mitten ins Bild, ja, mitten ins Bild würde ich sagen, eine große, ovale Rentiernase. Dann malt ihr als nächstes die Rentierschnauze. Ihr setzt ungefähr hier bei der Hälfte oder ein bisschen weiter oben an. Oberes Drittel von dem Ding und macht wieder ein großes Oval. Ja. Wo habe ich denn mein berühmtes, nicht funktionierendes Radiergummi? Da. Ja, das ist ein bisschen krumm geworden. Ich nehme das hier nochmal etwas weg. Gut. Den Kopf. Einfach ein Halbkreis. An beiden Seiten. Kann man dem Rentier oben hier auch nochmal so ein paar Haarpüschel malen. Die Augen malt ihr wieder so dicht an die Nase, malt ihr den kleinen Mund, ein lächelndes Rentier. Die Ohren, ganz einfach, denkt einfach dran, als ob ihr ein Blatt malen würdet. Ihr macht einen Halbkreis mit einer kleinen Spitze, Halbkreis mit einer kleinen Spitze und da habt ihr euer Ohr. Halbkreis mit einer Spitze, Halbkreis mit einer Spitze. Da kann man dann nachher nochmal das so ein bisschen hier oder nur mit rosa reinmachen. Das geht auch. Ja. So, ich möchte dem Rentier gleich noch einen Schal verpassen. Ich male jetzt hier den Körper einfach so runter. Ich setze hier gleich noch so ein paar Tannenzweige dran. So hatte ich mir das überlegt. Und hier können wir jetzt einfach mal den klassischen Schal machen. Den könnt ihr nachher wieder mustern, wie ihr wollt. Und dann fangen wir an und malen das Geweih. Das kommt hier raus. Und da stellt ihr euch einfach vor, als ob ihr Korallen malen würdet. Ich mache das jetzt mal, wie ich mir das denke. Ich mache hier einen kleinen Huppel. Dann mache ich mir so einen Dreierhuppel. Immer so leicht schräg nach außen. Und dann mache ich mir hier vielleicht einen Fünferhuppel, ein bisschen was Längeres. Komme ich zurück. Mache mir hier wieder so einen Dreierhuppel. Und dann nochmal. Da ist es vielleicht ein bisschen dick geworden. Das könnte man nochmal wegnehmen. Das ist jetzt nicht naturgetreu. Ich habe keine Ahnung, wie so ein Rentiergeweih aufgebaut ist. Da gibt es bestimmt Richtlinien für. Ich wollte es nur ein bisschen länger haben, weil ich hier gleich noch so ein paar Christbaumkugeln dran baumeln möchte. Ja, so, jetzt ist natürlich schwierig, auf der anderen Seite das Gegenstück dann zu malen. Ich mal so ungefähr nur. Muss jetzt nicht genauso aussehen. Jo. Es steht euch frei, zum Beispiel hier eine Lichterkette zwischenzumalen. Mit kleinen Glühbirnchen ist auch süß, habe ich auch schon gesehen. Ich will dann hier aber gleich kleine Christbaumkugeln runtersetzen. Ich deute die hier schon mal an. Da werde ich
Rot. Dann mache ich hier so eine Ovalen. Auch noch mal eine Runde. Genau, das bleibt euch dann euch überlassen, wie viel ihr da dran malt. Das mache ich dann nachher mit einem ganz dünnen Stift. Ja. Und so ist er erstmal so ganz grob. Ganz grob ist er da schon mal. Okay, jetzt geht es mal ans Ausmalen. Okay, ich schnappe mir hier wieder mal meine neuen Pinsel, die Fumui. Fumui heißen sie genau. Richtig schöne Pinsel, super spitze. Schaut gerne unten in meine Infobox, ich habe euch die verlinkt. Und ich fange, glaube ich, wie fange ich denn an? Mache ich noch einen Hintergrund? Ja. Okay, ich mache erstmal wieder ein bisschen Wasser drauf, wie meistens, wenn ich den Hintergrund mache. Ein bisschen Feuchtigkeit hier. Also eigentlich hätte ich mir die Arbeit nicht machen müssen, diese Christbaumkugeln auszusparen, da die Glitzerfarbe von Victoria tatsächlich so doll deckt, dass ich die einfach auf diesen blauen Himmel hätte draufsetzen können. Also diese ganze Fummelei, die ich da mit den kleinen Kugeln gemacht habe, hätte ich mir schon mal sparen können. Ja, das lasse ich jetzt erstmal trocknen. So, ihr Lieben, ich habe in meinem Kasten so eine Farbe Jean Brigand. Ich weiß nicht, wer von euch die auch kennt. Das ist eine deckende Farbe und mit der habe ich mir hier so ein bisschen, mit ein bisschen Braun, noch so einen schönen Hautton in deckend angerührt. Und mit dem werde ich jetzt mal dieses Geweih bemalen, so dass es jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr nach Elfgeweih aussieht. Wenn da ein bisschen von dem Blau durchschimmert, ist das gar nicht schlimm, von dem Randblau, weil das dann aussieht wie ein Schatten. Ne? Ihr seht das, da ist so ein bisschen dunkelbraune Sache. Das ist gar nicht schlimm. Das stört mich überhaupt nicht. Ich arbeite mir das Geweih jetzt so raus, wie es mir dann zusagt. Also lasse ich jetzt erstmal. So, dann kann ich aber die gleiche Farbe, da mache ich einen ganz kleinen Tucken
Rot mal hinein, nur so, damit ich das noch mal so ein bisschen anfärbe. Hier seht ihr das. Und das habe ich jetzt eine wunderschöne Farbe für die Nase bekommen, ne? Die kriegt jetzt hier so ein, und für die Ohren, für innen drin, für die Ohren, diesen wunderschönen rosanen Touch. Genau, und in den Ohren können wir das auch noch mal reinsetzen. Okay, das muss jetzt erstmal wieder warten. Ach, den Schal, wir können auch den Schal machen. So, der wird mal so richtig knallig türkisfarben. Zack. Die Bommel mache ich später erst. Ja, das muss jetzt erstmal wieder trocknen. Es geht weiter. Ein richtig dunkles. Oh, der Pinsel ist fast schon ein bisschen groß. Ich muss ihn nochmal kleiner nehmen. Das war der 4er, der war zu groß. Ich nehme mal hier die Nummer 1. Der ist besser. Natürlich zusehen, dass ich hier... Diese Pinsel, die halten so wahnsinnig viel Wasser. Da muss man echt aufpassen. Okay. Gut, das muss erstmal wieder trocknen. Jetzt mache ich mal schon mal hier ein paar von meinen Glitzerfarben. Ich möchte nämlich ganz gerne diese Christbaumkugeln, die ich da habe, in ein bisschen Glitzerfarben anmalen. Das soll so richtig schön schimmern. Dann machen wir die hier erstmal nass. Und dann gucke ich mal, was haben wir denn da Schönes? Die Farbe muss auf jeden Fall sein. Eine Christbaumkugel. Und hier oben drin, diese Raute mache ich auch mal in der Farbe. Oh, jetzt wollen wir hier noch mal ein bisschen den Schal nacharbeiten, und zwar den Knoten. Machen wir noch mal ein bisschen dicker.
Und die Fransen ziehe ich hier nochmal nach. Und dann setze ich hier mit diesem Türkis einfach nochmal so ein paar Pünktchen auf den Schal. Genau. So, tatsächlich werde ich jetzt die Augen ein bisschen, ich hatte die vorher nur schwarz, aber ich werde jetzt hier tatsächlich ein bisschen weiß reinsetzen, damit die Augen dann gleich wirken. So, dann brauchen wir noch einen goldenen Stift, um die wunderbar schillernden Kugeln erstmal mit dem Geweih zu verbinden. Ja, ich umrande hier den ganzen Elch oder dieses Rentier noch mit einem Feinliner. Es hätte noch ruhig eine Nummer dünner sein können, aber dann war es halt zu spät. Als ich ihn angesetzt habe, habe ich gedacht, okay, dann ist es jetzt so. Das ist natürlich optional, das bleibt euch überlassen, ob ihr das machen wollt. Ich fand das in diesem Moment eigentlich ganz schön, um da noch mal ein bisschen mehr die Sachen so hervorzuholen. So, Tannengrün lasse ich jetzt, glaube ich, weg. Aber ich werde noch was machen, und zwar will ich da noch ein bisschen Schnee drauf sprutzeln. Und dazu decke ich mir mal den Elch ein bisschen ab. So ganz grob. Ich möchte nicht, dass da zu viel Schnee auf dem landet. Ja, so nur, ganz grob. Okay. So, Schnee. Das gute Weiß. Ich brauche nur einen ganz, ganz kleinen Klecks. Also ich habe hier wirklich nur ganz wenig. Das müssen wir jetzt noch mit Wasser verdünnen. Sonst ist das zu dick. Und dann hoffe ich, dass ich spritzen kann. So, gucken wir mal. Ah. Ich sag euch, das saut immer über den ganzen Schreibtisch. Unglaublich. Ah, den wollte ich nicht haben. Ich kann das aber auch nicht. Ich kann das nicht. Krieg das nicht hin. Sieht bei mir immer doof aus. So viel dazu, wo es überall rumspritzt. Na? 30 cm weiter noch. So, mal gucken, was habe ich jetzt für Chancen, das, was da so verunglückt ist, wegzubekommen. Könnte man fast als Sternschnuppe durchgehen lassen, wa? Der ist zu groß. Schneegestöber.
So, ihr Lieben, da ist es, mein kleines Weihnachtsrentier, und es glitzert und funkelt. Die Christbaumkugeln. Wem das nicht gefällt, der macht die natürlich schlicht lieber in Rot und Grün. Okay, Fehler, die ich gemacht habe. Das mit dem Hintergrund und dem Geweih war nicht so toll. Ich würde es tatsächlich das nächste Mal so machen, dass ich alles also über das Geweih hinweg das Blau ziehe und dann, solange es noch nass ist, so ein bisschen die Geweihzone wieder mit einem feuchten Pinsel von der Farbe befreie. Aber dann sind die Übergänge so ein bisschen schöner. Und ja, dann ist die Frage, ob man es nicht vielleicht umgekehrt macht. Das Geweih ein dunkler Braun und den Hirschelch-Rentier ein bisschen in heller Braun. Weil dann würde man auch besser noch hier diese Gesichtssachen rausbekommen. Na? Was ich noch gemacht habe, ich habe dem hier noch so 2 kleine rosane Tüpfchen drauf gemacht. Das seht ihr vielleicht hier auf die Nase. Dann sieht die noch so ein bisschen nasiger aus. Okay, und ja, Spritzen ist noch nie meins. Sorry, ich krieg's einfach nicht hin. Es passieren hier sowas, solche Schlieren. Na gut, das sieht jetzt aus wie Stehgestöber. Oder es sind dicke Klecksen und mein Schreibtisch sieht hier aus wie Sau. Es ist überall hingespritzt, nur nicht da, wo es hin soll. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich den kleinen Kerl eigentlich ganz niedlich und gelungen. Und auch das hier, dass mir das verschmiert ist, sieht jetzt aus wie ein Schatten, finde ich auch nicht schlimm. Also damit kann ich dann leben. Ja, okay, es war das erste Mal. Ich habe den vorher überhaupt nicht Probe gemalt. Ich habe ihn gleich so für euch dahin geklatscht. Und dafür ist er mir doch, glaube ich, ganz gut gelungen. Und beim nächsten Mal weiß ich ja, was ich besser machen kann. Ansonsten, ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmalen. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen da lasst für dieses Video, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder auch mal ihn empfiehlt an jemand anders, ihn gerne hypt. Das ist auch immer sehr schön. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.